Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Koma Art. Ich bin Markus Köttermann und heute geht es beim dritten Teil bei unserer Erstellung für diese Animation darum, dass wir einen Nebel hinzufügen, dann den Hintergrund einfügen, den anpassen und das HDRI für die Beleuchtung dementsprechend auch noch ein bisschen anpassen und dass wir damit dann einen guten Look bekommen, den wir nachher für unsere Animation gebrauchen können. Wie immer könnt ihr das für euch auch ein bisschen mit anpassen und ja, dann lasst uns reinsteigen. Dann beginnen wir jetzt mit einem kurzen Aufräumen noch, was wir hätten noch am letzten Video machen können, aber das machen wir jetzt schnell. Und zwar möchte ich hier das Seil und die Würfel jeweils pro Seite in einer, in einer Collection haben. Das heißt, wir machen jetzt hier eine New Collection. Die nennen wir jetzt Rope. Ich glaube, wurde es mit B oder mit P geschrieben? Mit P, verdammt. Mit P für Seil. Und dann machen wir New, New, New und New. Damit haben wir 4 Stück. Dann nehmen wir die 3 und die ziehen wir hoch nach Rope 1. So, nein, den nicht. Oh, den. So, nach Rope 1. Dann drehen wir mal 1, 2, 3. Die machen wir dann Rope 2. Den. Die nehmen wir in Rope 3. Und den nehmen wir in Rope 4. Das heißt, das brauchen wir dann später fürs Animieren, dass das dann etwas einfacher ist. Haben wir dann direkt alles zusammen. Jetzt können wir die aber erstmal wieder zumachen und dann haben wir hier nur noch in dem Ordner dann hier die ganzen Ropes und dann also Seile und dann die Sphere, das ist unser Fels und dann die 3 Tors, das sind 1, 2, 3. So, damit haben wir das erledigt. Jetzt möchte ich quasi, wenn man dann nachher hier reinguckt, ein schönes Hintergrundbild haben und dafür mache ich jetzt noch eine neue, New Collection, die ziehen wir dann hier runter und die nennen wir dann World. Und da kommt dann jetzt unser Background-Bild rein. So, dafür muss ich das eben bei mir noch kopieren. Das heißt, so. Und dann können wir ein Bild einfügen. Und das machen wir relativ einfach mit Shift A und dann Image, Mesh Plane. Und dann können wir das Bild auswählen. Das habe ich mir runtergeladen. Und ich mache euch den Link in die Videobeschreibung. So. Und dann können wir das Bild nehmen. Das kommt jetzt hier einfach als Plane. Dann sagen wir R X90. Damit steht es schon mal aufrecht. Und dann R
nein, Z90. Dann gucken wir nachher mal, ob es passt. Dann scalen wir das einfach mal größer. Und dann gehen wir auf unseren Rendered View und sehen wir das Bild jetzt. Das gefällt mir jetzt noch nicht ganz. Ich möchte die Ecke nach darüber haben. Und wie wir sehen, die Seite ist jetzt strahlender als die. Das aber ist, weil diese Seite jetzt gerade Schattenseite ist und die helle Seite. Aber das werden wir nachher noch ändern. Das heißt, ich möchte es noch einmal um Z gedreht haben, also RZ und dann 180. So, und damit haben wir das jetzt geändert, dass dann hier der Fels ist. Dann möchte ich das Bild einmal etwas unterteilen. Dafür gehen wir mit dem Tab in den Edit-Modus, sagen Ctrl R, so, damit sind wir genau mittig vom Bild und haben das damit einen Loop Cut hinzugefügt. Jetzt will ich nochmal eben gucken, gehe ich mit N ins Menü und möchte das Bild natürlich relativ gleichmäßig haben und sage, ich mache für alle 80. Dann haben wir nämlich einen sauberen Cut, weil ich möchte das Bild jetzt nämlich um 90 Grad klappen. Das heißt, ich kann dann nämlich hier in den Top View gehen. So, dann kann ich das Bild, ne, E70 wäre besser gewesen, wie wir gerade sehen. Scale. Wir machen mal eben alles weg. Landscape. So, und das. Dann gucken wir mal eben. Scale, das war ziemlich hier auf die Außenkante bei 40 rauskommen. So, 40. Jetzt gehen wir mit Tab in den Edit-Modus. Wir nehmen die zwei äußeren oder ja, wir nehmen die zwei äußeren. Müssen wir nachher noch mal ein bisschen rotieren. Genau. Dann gehen wir in Top View mit 7 und sagen, wir gehen jetzt relativ dicht ran und sagen, G. So, dass es ungefähr plus minus jetzt passt. Dann nehmen wir den und sagen Bevel. Oh. Escape. Beide. So, tun wir rein beveln und dann geben wir viele Loop Cuts. So. Und dann gehen wir mit Tab wieder raus. Und scalen das dann einmal auf. Jetzt machen wir unsere Gruppen alle wieder sichtbar. Damit haben wir alles wieder da. Dann sagen wir RZ90.
So, dann machen wir ne, machen wir 7, Top View. G X. Ja, sieht man nicht wirklich schön. So, G Y. G X ein bisschen näher noch wieder dran. Das war so ungefähr 1. Machen wir noch A. Nein, verkehrte A, rechte Maustaste, Shade Smooth. Damit haben wir hier dann die Kanten weg. Und damit haben wir jetzt hier, wenn wir nachher reingehen, unser Hintergrundbild. Jetzt gucken wir nochmal, wo wir ungefähr sind. Erstmal machen wir Scale nochmal annehmen. Und dann machen wir Location X, Y machen wir mal 60. Damit kommen wir ein bisschen näher. Und hier nehmen wir mal 80. So. Gut. Dann möchte ich das ganze GZ noch ein Stück nach oben schieben, dass wir nachher hier die Berge sehen. Das heißt, wenn wir jetzt dann hier so vor sind und gehen, dass wir im Hintergrund die Berge mitsehen. So, das müssen wir nachher dann noch genauer anpassen. Und dann möchte ich natürlich gerne noch Nebel hinzufügen. Dafür gehe ich dann wieder in den, bin ich drin, Asset Browser, Material, und dann habe ich hier den Nebel einmal als Material, den könnte ich einfach irgendwo draufziehen. Oder ich nehme den Fog als Objekt, ziehe den hier also relativ mittig rein, da sollte er gerade stehen, und scale den dann jetzt auf. Ich gehe mal mit 7 in die Top View und mach mal G, X. So bin ich relativ mittig drüber. Mach nochmal Scale, dass ich bis über das Bild drüber bin. So, dann gehe ich mit 1 nochmal in die Seitenansicht. Mach noch einmal GZ ein Stück nach oben, so ungefähr. Und damit haben wir unser Nebel, unsere Rückwand und unsere Weltbeleuchtung. Natürlich müssen wir das jetzt noch anpassen und deswegen fangen wir mal mit dem Nebel an. Dafür gehen wir dann jetzt auf den Shader Editor. Und ich mache den Nebel einfach ein bisschen größer hier. So, dem gebe ich eine Density von 0,01. Damit ist ein leichter Nebel da und der gibt einen etwas besseres Bild am Ende. Dann möchte ich, dass das Licht einmal nicht so aggressiv ist von unserer Welt und dass das Licht etwas anders gedreht ist, dass das hier besser reinfällt.
und dass es besser zu der Szene passt. Dafür möchte ich das leicht rötlich machen. Dafür können wir jetzt hier von Object auf World ändern und dann haben wir hier unser Chinese Garden HDRI, dann hier den Background und dann hier den Output. Und dafür können wir dann jetzt etwas mit einfügen. Einmal, um die Stärke zu bearbeiten, können wir die Strength, sag ich mal, auf 0,8 runtersetzen. Und da ich das dann etwas rötlich haben möchte, kann ich das hier auseinanderziehen und kann eine Mix Color nehmen und die setze ich dazwischen. Und dann kann ich hier die Farbe auswählen und ich nehme jetzt mal einen Rot-Orange-Ton mit dem FF 7E 0E FF. So, und damit kriege ich einen rötlichen Teint hin und dann nehme ich die Stärke mal oder den Faktor von 0,4. Dadurch ist es leicht rötlich, aber nicht voll rötlich. Das sieht man dann auch schön in dem Nebel. Dann möchte ich noch, dass die Sonne quasi gedreht wird. Dafür schieben wir die hier mal alle ein bisschen mehr zusammen. Und jetzt kommt der Node Wrangler zum Einsatz. Wir können nämlich dann jetzt hier draufklicken und Ctrl T und dann kommt automatisch die Texture Coordinate und das Mapping. Und beim Mapping können wir dann jetzt sagen für die World, dass wir die drehen. Und wir können jetzt hier ins Plus rein oder ins Minus rein von der Location, weil wir das ja um Z, die Location wollen wir nicht, wir wollen es rotieren, Entschuldigung. Und da kann man das dann rumrotieren, bis wir dann entsprechend das Licht ein bisschen angenehmer drauf haben. Und jetzt können wir mal reingucken. Ja, dann haben wir die Schatten hier dementsprechend und dadurch passt das. Jetzt könnte man Location Z noch ein bisschen hoch oder runter, aber da macht ganz wenig schon ganz viel aus. Und da kann man dann mit die Schatten kürzer machen oder länger. Bloß wir lassen das jetzt so auf 0. Und damit ist unsere World dementsprechend angepasst. Jetzt können wir wieder auf Objekt gehen, bei Fog. Jetzt geben wir dem Würfel noch eben Ctrl A und sagen Scale, damit der Scale angepasst ist. Das macht nochmal wieder eine minimale Beeinflussung da drauf. Und jetzt wollen wir das Bild noch anpassen. Na, dann nehmen wir es hier. Der Würfel ist im Weg. So. Und das Bild möchte ich auch in einem leichten Orangeton haben. Dafür kann ich das dann hier wegziehen und ich füge auch genauso eine Mix Color ein. Und hier nehme ich jetzt mal Multiply und nehme da denselben Orangeton. Das heißt, ich nehme hier auch FF 7E 0 EFF. So, und jetzt sieht man, dass hier das Hintergrund auch orange wird und wir machen das Ganze erhöhen, sagen wir mal, gucken wir mal, was 0,7 sagt. Und dadurch haben wir auch so einen Schimmer damit drin.
Genau. So. Das. Dann gucke ich noch einmal bei der World, weil ich glaube, da habe ich mir nämlich noch einen kleinen Fehler reingehauen. Genau, das wollte ich nicht auf Mix, sondern auch auf Multiply stellen. So, damit ist es nämlich dann nicht ganz so hart wie bei dem Mix. So, damit wäre jetzt die Szene im Grunde komplett erstellt. Denke ich zumindest. Genau. Damit wäre die Szene jetzt quasi komplett erstellt. Und im nächsten Video geht es dann um das Animieren der Kamera und wie wir das dann machen. Und das war's dann sozusagen damit für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like da oder gebt was Gutes in den Kommentaren zum Besten. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschö!